So Leute, habe mir mal ganz kurz das Passwort nochmal angeguckt, habe es nämlich mir nicht aufgeschrieben, damit wir 2845 ist das Passwort. Und müssen wir jetzt den Gelaber jetzt hier nicht anhören. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen weiter. Ich habe eigentlich aufgenommen und habe aber bei diesem Aufnahmeprogramm keinen Pause-Knopf. Und da ich keinen Bock darauf habe, Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. Ja, jetzt lass mich durch. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. No. Das ist eine Videokamera. Huhu. Ich hab Klavier. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Danke. Jetzt wollen wir mal richtig der Story nachgehen, ey. Hallo. Oh Gott, ich bin jetzt mal gespannt. So. Hab schon. Okay. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ja, jetzt höre ich mal auf dich. Einfach weil ich keine andere Wahl habe. Ich habe alles schon gemacht. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Na, wo sind wir denn? Ich glaube, das haben wir sogar schon gesehen. Now the monitors jumped to life. Ja, Their wir true standen da nature oben. revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Wir standen da oben. Seht ihr das? Da die This Plattform. mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Okay. Gehen wir mal hier rein. Und jetzt? Oh, Mind Control. Ist Systempower an oder aus? Aus? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Egal, wir machen eh beide Enden. Kann ich mich bewegen? And a rising chill of uncertainty. Was it over? Sind wir tot? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none
this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Ja. Mach auf. Geil! Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Oh, gutes Ende. So. Da wir noch so viel Zeit haben, rennen wir noch mal ganz schnell hin und dann machen wir mal das Bad End, voll Bad. Ich mache ihn mal ganz kurz aus, weil den brauchen wir jetzt eh nicht, der stört nur. Auf jeden Fall, wir werden, ich werde jetzt noch ein bisschen googeln. Es gibt nämlich noch eins mit einer Tür. Da muss man Türen immer so anklicken. Ich zeige das euch noch. Auf jeden Fall. Ich werde mir noch vieles immer herausfinden, was noch so für Kleinigkeiten gibt, was man noch so machen kann. Und ich versuche es euch dann zu zeigen, wenn ich es gefunden habe. Wenn ihr selber noch ein paar Tipps habt, was es noch so gibt und so, gerne in die Kommentare, auch wenn es schon später, auch wenn ich es schon gefunden habe, in Folgen noch kommen wird. Ist es egal. Ich würde mich trotzdem für ein paar Kommentare darauf freuen. Wenn ihr jetzt einfach mal sagen würdet, was es sonst noch für Wege gibt. Was? Wartet. Was? Das war nicht geplant. Das war so gar nicht geplant. Bla 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 bla. Was? Wie geil ist das denn bitte? Hammer. Das ist cool. Das ist echt cool. So. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Na, sagst du jetzt immer noch bla bla bla? Komm, spul mal ein bisschen vor. Ich will ihn nur durchschwaschen. The lights rose on an enormous room packed with television screens. Ach man, das ist wieder dasselbe. So, auf jeden Fall. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr Ideen habt oder so, was es sonst noch gibt. Schreibt es mir, ich würde mich freuen. Dann werde ich sie machen. Oder ich habe sie eventuell schon gemacht, aber das wäre auch egal. Auf jeden Fall habt ihr es mir gesagt. Und das, ja, wäre toll, wenn ihr das machen würdet. Oh, da so reib. Ich finde den so geil. Ich finde das so geil, dass du so viele Entscheidungen hast und je nachdem, was du machst, das wirklich eine Auswirkung darauf hat. Allein, dass ich diesen Weg schon mal gegangen bin, hat schon eine Auswirkung auf darauf, was der hier macht. Ich finde das so geil. Oh, Entschuldigung. Auf jeden Fall, ich finde, ich feiere das Spiel einfach, weil diese Entscheidungsspiele sind die besten. Dieses Jahr, ich glaube, oder es wird glaube ich auf nächstes Jahr verschoben. Ich weiß nicht, wie das heißt, jetzt ist auch mit Entscheidung. Ich weiß es immer, ich weiß nicht mal mehr, wie das Spiel hieß. Aber ich liebe definitiv Spiele mit Entscheidungen. Genau wie Life is Strange. Ich habe da bei den anderen YouTubern immer so eine Szene gesehen und die bei mir selber nicht mal annähernd vorkam. Hammer. So, und jetzt werde ich jetzt erstmal anschalten. Ich werde jetzt gleich mal bei ihm wieder einen Ton hier anmachen. Das nervt so, den zu überreden, ey, das nervt so. Man muss es die ganze Zeit überdenken, bei dem man so sagt. So. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do.
were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. What? Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going. Ich weiß es nicht. What all this means. I barely know where to start. Woher bekomme ich denn den Code? You'd like to know where your co-workers are. A moment of solace before you're obliterated. All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. Was? I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Gelb. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though. This version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. Ich höre dem gerade echt nicht zu. Whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room Verdammt, was das ist capable ein of Rätsel. turning it on? Boah, das will ich jetzt knacken. Running from button to button. Verdammt, ich hab noch eine Zeit. Clicking on every little thing in this room. These numbered buttons. No, these colored ones. Or maybe this big red button. Or this door. Everything, anything. Something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley. You're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. No. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here. Just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail Ey, es gibt bestimmt einen Neo-Film Weg. Ich google den jetzt gleich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge definitiv wieder hier, echt. Das wird jetzt, glaube ich, recht kurz. Hier ist nichts. Ich will nicht sterben. Ich bin zu jung, um zu sterben. Verdammt! Da! Oh mein Gott, es gibt wirklich... Ey, ich knack dieses Rätsel. Ich werde dieses Rätsel knacken. Ich hoffe, es gibt dort ein Rätsel. Ich hoffe, die haben nämlich jetzt nicht verarscht und es gibt kein Rätsel. Verarscht. Du hast mal Knöpfe gedrückt und es hat so ausgesehen, als würde es ein Weg gehen. Aber, verarscht. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Das muss ich jetzt überall machen. Und da geht er irgendwann drauf ein.
glaube ich. Irgendwie so war das. Ich weiß es nicht mehr. Nee, hier war das zu weit. Ich habe das schon einmal gemacht. Und da wir eh noch ein bisschen Zeit haben, wollte ich es euch mal zeigen. Waiting. Keine Ahnung, was er von mir will. Stanley clicked on literally every single door in the office because he doesn't pick up well on cues from his environment. Komm schon, reagiert drauf. Man hat nämlich dann eine Errungenschaft freigeschaltet. Das fand ich so cool. Ich hab die jetzt gerade nicht. Ich kann die euch gerade nicht zeigen. Hätte ich eine Webcam, würde ich jetzt nebenher mal ganz kurz auf mein iPad gucken. Geht aber schlecht. Na komm schon, verarsch mich nicht. Ich weiß, dass es davor auch geklappt hat. Es klappt jetzt auch bitte. Dankeschön, das wäre nett. Ich drücke, was das Zeug hält. Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr, das ist das Geile, wenn man so kein Facecam hat. Da kann man einfach nebenher googeln. Ey, kommt einfach nichts. Wenn ich dahin gehe, gehen die Tür zu. Das wollen wir ja nicht. Alter, komm schon. Bin auf jeden Fall total gespannt, was es noch so für Wege gibt. Weil ich habe da noch mehrere gesehen. Also vom Trailer jetzt her gab es nämlich noch einen Weg. Da läuft irgendwie die ganze Zeit nur hin und her. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll. Boah, das gibt's doch nicht. Was denn jetzt, ey? Warum geht das nicht? Alter. Warte. Sekunde. Da, ich bin wieder voll da. Ich will euch mich jetzt nicht die ganze Zeit damit belästigen. Indem ich hier andauernd die Tür drücke. Da! Bitte was? Da, ich hab's nämlich gefunden. Toll, warte bis alles explodiert. Das ist doch kacke. Okay, ihr müsst auf jeden Fall die ganze Zeit an irgendeiner Tür rattern. Ich glaube, ich stand die ganze Zeit so da. Ohne Spaß. Ungefähr so habe ich es gemacht. Habe es auf jeden Fall die ganze Zeit so gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt noch was kommt oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, bei mir hat das so geklappt. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr klappt. Das gibt's doch nicht. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr vielleicht finde ich das ja bis zur nächsten Folge.
Auf jeden Fall sorry, wenn ich jetzt eure Zeit verschwendet habe, diese 5 Minuten. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Vielleicht zeige ich es euch in der nächsten Folge. Seit wann sind denn bunte Tasten da? Ich glaube, es ist ein Update und ich habe was verpasst oder was? Auf jeden Fall, wenn ich es euch nicht zeigen sollte, drückt einfach andauernd ein paar Türen. Irgendeine davon war die richtige. Ich weiß nicht, ich stand wirklich die ganze Zeit so da. Ohne Spaß. Die ganze Zeit. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Also, ich würde mal erstmal sagen, tschüss bis zur nächsten Folge und Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade ein bisschen eure Zeit verschwendet habe, aber muss auch mal sein, muss auch mal sein. Entschuldigung, tschüss.